Hallo, ihr wundervollen Menschen. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Desiree und ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Life Coach. Und auf diesem Kanal dreht sich alles um den Deep Dive in die Lyrics, in die Musik, Melodien und alles, was sonst noch dazu gehört. Und wir schauen uns alles aus psychologischer und aus philosophischer Perspektive an und versuchen so viele Layers und Zusammenhänge und Sichtweisen wie möglich aufzuzeigen. Und heute haben wir NF Friday und wir sind beim letzten Song des ersten Albums angekommen. Und zwar haben wir heute Can You Hold Me? Was wird uns erwarten? Es wird uns ein Song erwarten, in dem es viel darum geht, wenn man das Gefühl hat, man kann nicht mehr, man ist allein und man hat das Gefühl, es ist niemand mehr da, der einen unterstützt, ähm, der einen dadurch begleitet und sich unglaublich jemanden wünscht, der einen einfach nur in diesem Moment hält. So, genau. Von daher, ich liebe diesen Song sehr von NF und ja, ihr wahrscheinlich auch, deswegen seid ihr hier. Von daher lasst uns jetzt keine weitere Zeit vertrödeln. Wenn ihr mehr von der NF-Reise mitkriegen wollt, wir sind ja relativ am Anfang, dann abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nicht das nächste Video und lasst gerne ein Like für dieses Video hier. Und natürlich auf NFs Kanal, checkt seine Musik aus, grandios, wirklich, also ist kein Song, den ich bis jetzt gehört habe, der nicht gut ist. Von daher, let's go. It feels like a tear in my heart, like a part of me missing, and I just can't feel it. I've tried and I've tried, and I've tried. Tears on my face, I can't take it. If lonely's a taste, then it's all that I'm tasting. Do you hear my cry? Ich würde hier schon mal Pause machen. Allein diese zwei Stimmen, ne, von Brittany Cole und von NF. Und NF hier wieder mit seiner Gesangsstimme sozusagen. Ne? Also es ist ja schon Richtung Gesang, was er hier macht. Und ich liebe seine Verletzlichkeit in der Stimme. Und auch bei ihr hört man so obwohl da eine Stärke drin ist, hört man die Verletzlichkeit und diese Zerbrechlichkeit da drin. Und allein das macht schon die Stimmung zusätzlich zu dem Klavier. Und bei NF weiß man fast immer, wenn Klavier am Anfang spielt, dann wird's traurig. Dann wird's ruhig. Und auch hier. Und ich habe das Gefühl, irgendein Teil von mir fehlt. Und Einsamkeit ist alles, was ich noch spüren kann. So. Und wenn man die zwei Parts sogar zusammennimmt, könnte man sagen, auch wenn das eine von Brittany Cole gesungen wurde und das andere von NF, aber wenn ich etwas in mir verloren habe oder keinen Zugang mehr zu einem bestimmten Teil von mir in mir habe, dann bin ich noch einsamer in mir selbst. Ne, also wenn wir quasi wirklich mal jetzt von dem Modell ausgehen, dass wir mehrere innere Anteile haben. Ihr habt vielleicht sogar schon von dem inneren Kind gehört. So Arbeit mit dem inneren Kind. Und ich bin abgeschnitten davon durch irgendwas, was im Außen passiert ist. Und spüre mich nicht mehr. So, ob das jetzt nun ein Teil ist, dem ich das zuschreibe, oder ob ich einen bestimmten Gefühlszustand wie Freude oder Leichtigkeit oder vielleicht sogar auch einfach Traurigkeit nicht mehr spüren kann. Dann bin ich davon abgeschnitten und dann kann ich mich gleich noch viel einsamer fühlen, weil ich nicht mal mehr in mir selbst vollkommen Zugriff auf mich selbst habe. Und gerade NF, der viel mit sich selber ausmacht, der viel versucht hat, alles in sich aufzuarbeiten, der viel Emotionen als innere Anteile in seinen Songs formuliert oder aufschreibt, wie wir es auch in Menschen hatten. Dann zu merken, selbst das funktioniert nicht mehr, weil er auf bestimmte Teile keinen Zugriff hat. Und es kann mit Trauma zusammenhängen, aber es kann auch durch andere Sachen passieren, ne? Trennung von einer Beziehung, Verlust von einem Menschen. So, das muss nicht immer gleich Trauma sein,
aber es kann auch bei Trauma passieren. Wir hatten das auch im Paralyzed, beim letzten Song war das, glaube ich, oder der vorletzte. Wenn du so abgeschnitten von dir bist, ja, lässt du uns ein bisschen zurückspulen und weiterhören. I cry. Oh, can you hold me? Can you hold me? Can you hold me in your arms? Just wrap me in your arms, in your arms. I don't wanna be nowhere else. Take me from the dark, from the dark. I ain't gonna make it myself. Put your arms around me, put your arms around me. Let your love surround me. I am lost, I am lost. If I ain't got you, yeah, if I ain't got you, I ain't got nothing at all. Ja, der Song bewegt jedes Mal was in mir, wenn ich mir den wirklich ganz bewusst anhöre, dann berührt er tief was in mir. Ich glaube, viele Menschen kennen diesen Zustand, so diesen Schmerz, der da drin ist. Dieses, ich bin verloren, ich fühle mich so verloren. Bitte halt mich einfach nur, damit jemand da ist, damit ich mich spüren kann, damit ich nicht das Gefühl habe, ich gehe noch mehr verloren. So, irgendwas, was mich hier hält. Im Hier und Jetzt, in diesem Leben. Und ich meine, wir haben die beiden Stimmen auch nochmal zusammen im Duett, ne? Das ist auch nochmal im Refrain unglaublich stark. Die beiden harmonieren sehr, 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 sehr gut zusammen. Aber das wisst ihr. Ja, und er spricht da etwas an, was tief berührt, weil wir alle an irgendeinem Punkt mal das Gefühl hatten, fühlen uns irgendwie verloren. So. Und es braucht gerade irgendjemanden. Und ich meine, vielleicht spricht er hier, ne, bei Herrn F. können wir auch ziemlich oft davon ausgehen, dass er hier nicht von einem Menschen spricht, sondern vielleicht von Gott. Weil Gott ist das, woran er glaubt. Das ist das, was ihm quasi seine Kraft gegeben hat, was ihm seine Fähigkeit als Musiker gegeben hat, sein Talent gegeben hat. Wo er sagt, das ist das, was ihm seinen Purpose gibt. Gott hat ihm die Fähigkeit für die Musik gegeben, als Outlet, als Therapiemöglichkeit, aber auch um quasi um Menschen zu berühren, um etwas nach außen zu bringen, was anderen Menschen hilft. So. Und die Momente, wo man so überfordert ist mit dem, was da gerade im Leben passiert. Sich dann an Gott zu wenden, wenn man an ihn glaubt und schon in Kontakt auch mit ihm ist, und zu sagen, halt mich bitte, ich habe mich irgendwie verloren. So. Und oft genug ist es ja, dass wir nicht regelmäßig in Kontakt mit Gott sind, aber dann, wenn es besonders schlimm wird, in Kontakt wieder gehen. Und da ist erstmal nichts Schlimmes dran, weil Gott uns genau dann am meisten liebt. Zumindest nach der Bibel. Ich selbst bin nicht so gläubig, aber uns dann am meisten liebt, wenn es uns am schlechtesten geht oder wenn wir uns verloren haben, wenn wir in das vermeintlich Böse abgedriftet sind oder irgendwas. Ne? Da, wo wir uns am wenigsten lieben können, da liebt uns Gott am meisten. Und das ist eine unglaublich kraftvolle Vorstellung. So. Von daher, ja, ob ihr jetzt nun einen Menschen habt, der das für euch bedeutet, der euch halten kann, oder etwas, an was ihr glaubt, was euch halten kann. Darum geht es hier.
just me. What it gon' take, what it gon' be, I don't even know, but I'm lonely, feel like I don't even know, feels like I don't even know. Can you hold me in your arms? Eigentlich hätte ich irgendwo zwischendurch Pause machen sollen, wahrscheinlich einfach mindestens wegen der Urheberrechte. Ich hoffe, dass es trotzdem so durchgeht, weil ich konnte es nicht. Ich konnte keine Pause machen. Dieser Part, dieses absolute Hoch quasi am Ende, das berührt mich immer unglaublich. Es reißt mich quasi wie so eine Welle mit. Teils, weil es mich an eigene Zeiten erinnert, wo ich mich so verloren gefühlt habe. Teils, weil ich so den Schmerz und dieses Verlorensein in den Stimmen hören kann und das wiederum etwas in mir berührt, wenn Menschen sich so verloren fühlen, ich diesen Schmerz wahrnehmen kann. Zusätzlich dazu, dass NF natürlich wieder mit seiner Komposition im Hintergrund unglaublich viel Emotionen auch anrührt, ne? Weil ich meine, selbst ohne Text, selbst ohne Bedeutung, reine instrumentale Musik macht so viel mit uns. Es bewegt so viel mit uns. Oder in uns, nicht mit uns. Und das dann kombiniert, die Verletzlichkeit, der Schmerz in der Stimme, die Komposition und dann noch die Bedeutung. Das ist so. Die Menschen, die den Zustand kennen, die wissen es. Die fühlen das. So. Und es ist ein unglaublich wichtiger Song, so finde ich, mit von NF. Obwohl ich finde, dass er sowieso sehr viele sehr wichtige Songs hat, aber und ich finde es ganz spannend, weil die beiden singen ja quasi dann irgendwann versetzt an dieser Stelle, wo sie auch sagt, it's not just you, I feel it too. Und ich war mir manchmal nicht so sicher, ob Brittany Cole quasi ein höheres Wesen repräsentiert und sie quasi zu ihm singt. Es kann sein, dass sie einen anderen Anteil von NF verkörpert, der mit ihm singt und sagt, ey, ich bin noch hier, aber ich spüre es auch. Ich spüre, dass die Verbindung gerade nicht da ist. Ich fühle mich auch einsam, abgeschnitten. Es kann sein, dass es wirklich eine Person im Außen ist, wo die Verbindung zwischen den beiden abgebrochen ist. Durch irgendwas, was passiert ist. Irgendeine Verletzung, irgendjemand, der sich zurückgezogen hat. Oder wo wir das Gefühl haben, manchmal, wir können uns gerade nicht einlassen. Und dann fühlen beide diese Mauer dazwischen und fühlen sich abgeschnitten und fühlen sich verloren oder einsam. Und es kann sein, dass sie quasi zueinander singen und beide das Gleiche spüren, aber eigentlich zueinander wollen. Und deswegen dieses Can you hold me? Es kann sein, dass es, wie gesagt, um einen inneren Anteil von NF geht. Und es kann aber auch sein, dass es eine höhere Macht ist oder Gott ist, die das verkörpert, die sagt, es bist nicht nur du. Und ich kann das spüren, weil ich bin mit allen Menschen verbunden. Ich kann mit allen Menschen zusammen wahrnehmen, was sie spüren. Weil ihr seid quasi mein Ebenbild. Das, was ihr fühlt, das fühle ich auch, das kenne ich auch. Es ist Teil von mir. Deswegen könnt ihr es wahrnehmen. Auch das ist eine spannende Perspektive, ne? Und es hat was sehr Beruhigendes. Also im Sinne von noch mehr Verbindung auch zu etwas Höherem und es gibt uns mehr das Gefühl von, es ist alles in Ordnung mit mir. So, es gehört zum Leben dazu. Diese Gefühle, diese Zustände. Und natürlich geht es ins Extreme immer mal wieder, wo es über das normale Maß hinausgeht und trotzdem gibt es unglaublich viele Menschen, die diesen Zustand kennen. Und es ist unglaublich schön, dass NF dazu einen Song gemacht hat und sagt, ey, ich bin nicht allein. Du bist nicht allein damit. Ich kenne das auch. Und da gibt es ja noch andere Songs von ihm, wo wir später auch nochmal hinkommen werden. Ne? So, zum Beispiel Only, wo es auch genau darum geht, du bist nicht der Einzige. So. Oder auch Just Like You. There's millions of us just like you, die auch genau diesen Schmerz, diese Angst spüren. Und das kann NF über seinen eigenen Schmerz, über seine eigene Abgeschnittenheit, seine eigene Einsamkeit, die er uns schenkt sozusagen oder wo er uns in seine Welt lässt, eine Verbindung aufzubauen und das Gefühl uns zu geben, dass wir eben nicht allein sind.
Ich lasse es so stehen. Wie ging es euch mit dem Song? Was habe ich verpasst? Was sind noch Ansichten, die wir hier noch sehen könnten? Ähm, und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Like. Ich freue mich. Es hilft dem Kanal und dem Algorithmus, mich einzusortieren. Wenn ihr mehr sehen wollt, auf der NRF-Reise mich begleiten wollt, dann abonniert den Kanal, subscribt, aktiviert die Glocke. Ich werde jetzt noch mal kurz nach diesem Album, bevor es ins nächste Album geht, Hope einschmeißen, auf Wunsch auch von einem Zuschauer. Und danach geht es dann weiter mit dem zweiten Album. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wundervollen restlichen Tag.